Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch mal ein richtig tolles Begleitmuster vorstellen für die linke Hand. Da ist ein gewisses System dahinter, also man nennt das auch 1-5-3-System, und das will ich euch mal zeigen, wie das in der Praxis aussieht und wie wir das dann auch mit der rechten Hand zusammenspielen können. Also viel Spaß hier mit diesem Begleitmuster, was wirklich in sehr, sehr vielen Melodien auch vorkommt und wirklich sehr, sehr schön zu spielen ist, in jeder Tonart zu spielen ist, also wirklich klasse. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr Interesse habt an meinem Content, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer meinen Link zu dem kostenlosen Piano Crash Kurs auf meiner Internetseite. Gerne mal reinschauen, oder wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, dann könnt ihr auch mal reingucken in meinen Piano-Anfängerkurs, habe ich euch unten auch verlinkt. Und ansonsten würde ich dann sagen, starten wir mal direkt hier mit dem Video. Ja, dann würde ich sagen, ich spiele euch jetzt einfach mal dieses Begleitmuster auf der linken Hand vor, was ich meine. Und das könnte man jetzt in jeder erdenklichen Tonart natürlich spielen. Ich würde jetzt einfach das mal in F-Dur euch zeigen. Und zwar folgendes. Das ist es schon, ne? Oder so. Es geht jetzt hier erstmal gar nicht so sehr um den Rhythmus, sondern es geht immer erstmal nur um das Grundmuster. Also ich spiele F, C und hier das A. So. Und das könnte ich auch in anderen Tonarten, ne? C-Dur, G-Dur, ja, A-Dur, C-Dur. Okay, ne? So, was ist jetzt das Prinzip dahinter? Was ist jetzt das Muster dahinter? Also erstmal hört ihr schon, klingt es natürlich sehr, sehr schön. Wie gesagt, dieser Rhythmus muss nicht so gespielt werden. Es geht erstmal um die 3 Töne. Und das System dahinter ist 1-5-3. Was bedeuten jetzt diese Nummern? Ich habe euch hier oben mal ein Video verlinkt zum Nummernsystem. Man kann im Prinzip jede Tonart in verschiedene Nummern aufteilen, wobei, also jetzt mal kurz erklärt, wenn ihr mehr wissen wollt, oben das Video, aber ganz kurz erklärt, also wenn wir jetzt C-Dur haben, ne, C-Dur-Tonleiter, dann wäre jetzt hier C von der C-Dur-Tonleiter Ton Nummer 1, also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und so weiter. So, und daraus kann man jetzt natürlich verschiedene Muster bilden. Und 1-5-3 wäre also bei F-Dur jetzt zum Beispiel 1 ist der erste Ton von F-Dur, 5, ja, das ist der F-Dur, die F-Dur-Tonleiter. Dazu muss man natürlich ein bisschen die Tonleitern kennen, klar. Wäre also hier. Das ist übrigens auch genau eine Quinte. Ne? Dieser Abstand vom ersten zum 5. Ton ist eine Quinte. Und der dritte Ton der F-Dur-Tonleiter wäre ja hier das A. Aber dann hätten wir ja hier einfach den Akkord. Wir spielen aber 1-5-3, nicht 1-3-5. Das heißt, hier oben. Wir nehmen hier das A, ne? Weil hier ist ja auch wieder F. Und hier ist der dritte Ton. Also wir nehmen das A hier hoch. Okay? Und so ergibt sich das Muster. 1-5-3, 1-5-3. 1-5-3, ne? Bei C-Dur genauso. Erster Ton, C-Dur. Fünfter Ton ist das G. Und der dritte Ton wäre hier das E. Aber das E nehmen wir hier oben. Okay, ja? Schwierig ist es natürlich, diese 3 Töne zusammen anzuschlagen. Das kriege ich nicht hin. Deswegen spielt man dieses Muster hier nacheinander in der Regel, ja? Weil alle 3 gleichzeitig anschlagen geht eigentlich nur mit der rechten Hand zusammen, ne? Weil hier ist einfach der Abstand zu groß. Wenn wir dieses Muster anschlagen, können wir natürlich verschiedene Rhythmen, verschiedene Variationen verwenden. Die einfachste Variante ist, das einfach erstmal rauf und runter zu spielen. Wenn ich das Haltepedal noch dazu nehme, klingt es noch schöner. Ja. Und ganz wichtig, wenn wir das machen, also wir spielen jetzt hier hoch, muss sich natürlich der ganze Arm hier mitbewegen. Ne? Also wir müssen natürlich hier hochkommen mit dem Daumen. Ne? Kleiner Finger, Zeigefinger, Daumen. Das ist die Fingerhaltung. Und wir müssen hier oben hinkommen. Das heißt, wir müssen den Arm mitbewegen.
Das ist generell ganz wichtig, dass wir die Arme beim Klavierspielen mitbewegen, denn im Prinzip der Arm bzw. der Ellbogen gibt den Weg der Hand vor, ne? Also, wir bewegen jetzt nicht einfach wir lassen das hier nicht steif und versuchen nur die Hand zu bewegen, das funktioniert gar nicht, sondern wir bewegen den Arm mit und dadurch kommen wir hier hoch und gehen natürlich auch wieder hier runter, ne? Also, wir bewegen immer den Arm mit. Jetzt ist natürlich dann, wenn wir das Muster jetzt anwenden wollen, natürlich entscheidend, was für eine Melodie spielen wir, was für einen Takt haben wir. Der Rhythmus ist natürlich ganz entscheidend. Also, haben wir zum Beispiel einen Viervierteltakt, ja, das kommt ja sehr häufig in Balladen und sowas vor, wo jetzt auch dieses Muster passen würde. Dann könnte man das so machen, ne? Man kann ja dann mitzählen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Man kann natürlich auch sowas machen. Klingt natürlich auch schön, ja? Oder sowas. Also hier kann man natürlich sich verschiedene Rhythmen noch überlegen, die man sich da auswählt. Wichtig ist einfach nur diese Grundverbindung 1, 5, 3. Auch hier wieder Viervierteltakt, ne? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, ja? Ja, und dann, wenn du das soweit drauf hast, kannst du das natürlich in sämtlichen Tonarten anwenden. C-Dur, G-Dur, A-Dur, ja, B-Dur und so weiter. Ja, um das Ganze natürlich in jeder Tonart spielen zu können, müsste man natürlich die jeweilige Tonleiter kennen. Das ist am einfachsten, weil dann können wir einfach abzählen, ne? Wenn wir jetzt wissen hier G-Dur-Tonleiter, ja, der dritte Ton ist also hier das H, der fünfte Ton ist das D und dann kann man natürlich dementsprechend hier dieses Muster so anwenden. Du kannst es aber auch einfach nach Gehör machen, ne? Wenn das jetzt vielleicht mit den Tonleitern zu schwierig ist und du die Tonleiter nicht alle so gut beherrschst, dann achte einfach auf den Klang, weil der ist ja immer gleich, ne? Nur in verschiedenen Tonarten. So viel erstmal zu den grundlegenden Sachen. Das ist erstmal das Muster. Und jetzt könnte man das natürlich mal anhand einer schönen Melodie üben. Da habe ich mir jetzt einfach mal Freude schöner Götterfunken rausgesucht. Ihr könnt eine ganz andere Melodie auch nehmen. Also vielleicht habt ihr schon mal irgendeine Melodie, die ihr auf dem Klavier gespielt habt, die ihr auf der rechten Hand könnt, wo ihr vielleicht linke Hand ja nur so einen einzelnen Ton gespielt habt. Und jetzt versucht mal dieses Muster dabei anzuwenden. Wir bleiben ja, wichtig ist natürlich, dass wir trotzdem in der Tonart so bleiben, wie wir es vorher gespielt haben. Wenn ich jetzt hier Freude schöner Götterfunken nehme, da habe ich übrigens auch oben ein Tutorial mal verlinkt. Ja, wir fangen ja hier an, wenn wir es jetzt in C-Dur spielen, fangen wir hier mit dem E an und hier mit dem C. Und dann kommt das F, C, G. So, das kann man mit einzelnen Tönen spielen. Und jetzt, um dieses Muster mal zu üben, nehmen wir einfach nur diesen Teil von Freude schöner Götterfunken. Nehmen wir nicht mal die ganze Melodie, nehmen wir nur diesen kleinen Teil. Und jetzt üben wir das mal mit dem Begleitmuster, indem wir einfach anfangen. Okay, es ist C-Dur. Der erste Ton ist das C in Begleitung. So, und jetzt spielen wir das C nicht einzeln, sondern in unserem neuen Muster. Also wir fangen an mit C. Schön langsam, ja. Das war C, jetzt kommt F. Und wieder C. Und G. Und so kann man das Ganze dann erstmal üben, ne? Und das klingt ja richtig toll. Also wir haben einfach nur das Muster auf der linken Hand gelernt, wissen auf der rechten Hand natürlich, wie wir die Grundmelodie spielen und jetzt können wir das hier schön zusammenspielen. Ich spiele es euch mal vor. Entschuldigung. Hier müssen wir natürlich dann das Ganze abkürzen. Wir haben einen kürzeren Takt, weil wir dann schon zum C wechseln. Ja. Und das ist es schon, ja. Das ist schon hier das ganze Grundprinzip. Man kann das Ganze auch üben, indem man zum Beispiel einfach sich eine Tonart aussucht. Also jetzt keine Melodie, sondern man nimmt jetzt einfach nur C und F und wechselt immer dazwischen.
Und auf der rechten Hand spielen wir jetzt einfach mal nur Töne der C-Dur-Tonleiter, denn C-Dur und F-Dur sind ja auch Akkorde der C-Dur-Tonleiter. Das heißt, kein Problem, dann hier auf der rechten Hand einfach irgendwie ein bisschen zu spielen. Können auch noch hier G-Dur mit dazu nehmen. Habe ich jetzt einfach mal so improvisiert. Muss auch nicht super, super toll klingen und gleich hier harmonisch klingen, sondern es geht nur darum, dass wir dieses Muster auf der linken Hand trainieren und trainieren, während wir das Muster spielen, auch auf der rechten Hand hier irgendwas Eigenes zu spielen, sodass wir auch gleich die Koordination von linker und rechter Hand zusammen trainieren. Darum geht es natürlich auch. Wenn du da übrigens Schwierigkeiten hast, dann mach das ganz, ganz langsam oder fang erstmal nur mit einem einzelnen Ton an. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, ich finde das echt schwer, auf der linken Hand das Muster zu spielen und der rechten Hand auch noch was zu spielen, dann spiel erstmal nur einen Ton. Ne? Wenn wir jetzt C haben, einfach das C. Ja? Muss auch nicht eine Oktave sein, das habe ich jetzt irgendwie automatisch gemacht, sondern kann auch der einzelne Ton sein. Und F. Ja? Und dann kann man versuchen, da ein bisschen mehr Töne hinzuzunehmen auf der rechten Hand, um das langsam Schritt für Schritt zu trainieren, beide Hände zusammenzuspielen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes, tolles Begleitmuster, einfach zu merken. Ne? Nur 3 Ziffern musst du dir im Prinzip merken, 1, 5 und 3 und dann wissen, ja, was ist der erste, fünfte und dritte Ton der jeweiligen Tonart und schon kannst du auf der linken Hand dieses Muster ja, so spielen. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze Muster und die Herangehensweise hier in dem Video gefallen hat. Also Feedback gerne immer an mich und ja, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß, wie immer, beim Klavierspielen, beim Üben dieses Begleitmusters und ansonsten euch noch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns auch in einem anderen Tutorial, in einem anderen Video von mir wieder.